Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren schönen Folge Tales of Berseria. In diesem Part wollen wir uns in dieses kleine Kämmerchen da begeben. Werden uns jetzt wahrscheinlich auch demnächst besonders mit unserem Nummer 2 beschäftigen, denn der scheint jetzt allmählich seine Persönlichkeit zurückzugewinnen. Zumindest zeigt er Anzeichen. Ich weiß nicht genau, was es mit dem einen auf sich hatte, als er ein wenig von seinem Augenlicht zurückbekommen hat. Und da drin sind Dämonen, komischerweise. You're the source of demon blight? Nope. It's just our bad luck to be around when it's spread. This is what it means to walk with the Reaper. You've only yourselves to blame. It works in our favor. The enemy won't be capable of an organized response. Eben. And we're a small group. Our mobility will be an advantage in the chaos. So, Eisen, how do we open the sea gate? The controls ought to be located in the upper part of the gate. We'll activate them and then send a signal. Got it. Okay. To the top of the gate, then. Vielleicht ist es sogar auch richtig gut für uns, dass da gerade in dem Moment, wo wir da drin sind, dass da so viel los ist. Diese komischen Mauermänner sind merkwürdig. Abgesehen davon sehen sie hässlich aus. Und mal abgesehen davon, nicht ganz so stabil, meine Fresse. Come on, really? Die Kampfmusik hat sich komplett angepasst an das, wo wir gerade unterwegs sind. Das heißt, das wird jetzt eine längere Etappe. Move it or die. Also sind auch die schwächeren Exorzisten anscheinend auch nicht dem gefeit, was sind es überhaupt Exorzisten, die hier arbeiten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das sind einfach nur normale Soldaten von dem Königreich, das hier regiert. If you want to live, get out of my way. Move it or die. Was ist welcher der? Okay. Let's go. Ouch. Too slow. Oh ja. So, hier drin gibt es für uns nicht wirklich was zu entdecken, also gehen wir weiter. Noch mehr Besiegte, noch mehr Tote. Und wir haben Wein gefunden, sehr gut. Jeder braucht auch mal Wein. Oh, wir sind anscheinend drin. A battleship. Not good. A fortress with a sea gate that blocks the entire strait. It's crazy what the Abbey can build. Until recently, I might not have believed it possible. It's no sweat if you're using Malakim as tools. If Malakim can be made a blade to fell demons, they can also be made a hammer to forge metal. It's another way the Abbey and the Kingdom show their dominance to the people. It says, do not resist, submit. It's disgusting is what it is. Disgusting. Agreed. Da draußen ist noch ein Kriegsschiff. Allerdings sind die meisten Truppen, wie es aussieht, schon mal weg. Das ist gut für uns, weil wir jetzt natürlich auch uns um die Tore kümmern können. Also hat das Ablenkungsmanöver draußen schon mal gegriffen. Was schon mal sehr gut ist. Natürlich musste es hier hinten noch irgendwas geben, aber nur ein jämmerlicher Bronzekluppen, da hätte ruhig mehr sein können. So. Ein Tipp wird mal ganz kurz verlangt. Aber wir gucken uns noch die Cutscene kurz an.
Da ist gerade was im Gange. Was ist mit dem los? This door should lead to the gate, but it looks like they've got it locked up tight. Bringt nichts. Well, brute force is out. Intruders! How dare you set foot in our domain? Ich mach mal kurz, ganz kurz Pause. So, da sind wir wieder. Where's the So, key? da sind wir wieder. I am a proud knight of Midgand. Ah, das sind I'm ganz not normale about Ritter to von der- yield von to dem the likes Königreich. of petty demons. There's nothing I hate more than someone else trying to control the direction of my life. My wheel is mine to hold. If I'm not the one steering the ship, then I'm not truly alive. The one steering. Indeed, and my entire life is devoted to the defense of this fortress. Then you better be ready to accept all that happens to you in the line of duty. Her mit den Schlüsseln. Maybe it's time we found out just how deep your devotion truly goes. Oh, hat er gerade den Arm gebrochen? Take it easy. There's 9 more fingers to go. Ah, Finger hat er gebrochen. Wait! The key is in the control room. Through there. So wirklich pflichtbewusst ist er nicht. One Also more auch nur ein question. Heuchler. Which way to the battleship? Straight ahead. Up the stairs. Got it. Naja, also bis zum bitteren Ende wollte er es ja nicht weiterführen, der Kerl. Eisen wäre weitergegangen. Der hat seinen Spaß noch gehabt. Well, thank you for handling that. It just comes naturally. We need that key, but we also need to take out the battleship before it sails against the Von Eltia. He's right. The control room or the docks? Which will it be? Erstmal die Docks und das Ding kaputt machen. Let's start searching. Okay. So, ich würde mal spontan sagen, wir begeben uns erst einmal zu den Docks. You know, you're pretty good with your Ah. fists, Eisen. Not as good as you are with your swords. I feel like I've seen a lot of your crew with swords. Do you really never use them yourself? No, not with the Reaper's curse, I don't. It likes to rear its head at the worst times. I've broken blades just by unsheathing them, and once, just as I was about to deliver a finishing blow, my blade separated from the hilt and went flying. That sort of thing. A sword isn't something I can rely upon when my life is at stake. I fight using only my own body. That's one less thing that can go wrong. Richtig. It's too bad you're not a swordsman. I bet we could have had a hell of a fight. I wouldn't need a sword to make it interesting. What do you say? Want to try your sword against my curse? Sure, if the right time comes. Just don't whine when I end up winning. You took the words right out of my mouth. Ach, da haben sich doch zwei gefunden. Well, here's where the real show starts. Do we have a plan first, mate? The fortress guards are almost all ordinary soldiers. Just a handful of exorcists to deal with. They went to the trouble to build this huge gate. You'd think they'd keep it better defended. You don't need an army of exorcists to keep a bunch of disorganized pirates under control, do you? As long as they're fighting ordinary humans, the Royal Army would suffice. So a few exorcists as officers is all they need. It was so built as sieht's a aus, ja. symbol of the Empire. But it seems Artorias is the one really giving the orders. Ja, The Abbey directs tatsächlich. security and defense, and Imperial soldiers are under Exorcist command. We aim for the exorcists then. The harder they are, the more fun it'll be. Ready to bust some heads? I'd rather cut them, actually.
So, von dort sind wir gekommen, wie es aussieht. Ne, beziehungsweise da We need müssen wir a key hin. to get past here. I say we check the control room for one. So, weiß ich jetzt nicht, wohin es dahin geht. Deswegen schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ach, da kommen wir her. Oder? Ich weiß es nicht. Ich geh mal da runter. Ah, da sind die Docks. Da sind wir hergekommen. Hä? Ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Ach so, ich glaube, ich verstehe ungefähr, was hier abgeht. Ich glaube, das hier ist ein anderer Weg, den wir nach draußen nehmen können. Allerdings, da sind die Wachen postiert, die wir da gesehen haben. Also ich glaube, das ist die Gegend, wo versiegelt war. Ja. Da sind noch tatsächlich Gespenster unterwegs, okay. Aber die sind ganz leicht. Zum Glück haben wir ja genug Feuerangriffe parat. Come on, Wodurch really? wir eigentlich von diesen Gespenstern nicht großartig Angst haben müssen. Okay, dann würde ich mal sagen, dann würden wir uns, weil ich erst einmal davon ausgehe, dass mehr schief gehen könnte, wenn wir zuerst zum Kontrollraum gehen und die Schlüssel holen, werden wir uns erstmal um das kleine Kriegsschiff kümmern. Nachdem wir uns um das Kriegsschiff gekümmert haben, können wir uns dann immer noch um die Probleme innerhalb von dem Kontrollbereich kümmern. Die Frage ist jetzt natürlich, welches von den beiden Eingängen das ist. Der untere oder der obere? Ah, da geht es einmal runter, einmal in einen Raum, okay. Gehen wir erstmal in diesen Raum. Ja. Hier gibt es nur Sachen zu finden. Und unten ist dann wahrscheinlich das Kriegsschiff, was wir dann anschließend zerstören sollen. Ja, ist auch exakt die andere Seite zu dem, was wir drüben haben. Aber die haben das eigentlich clever gebaut, ne? Also es sind zwei Wände, die alles überblicken, von denen man alles überblicken kann. Notfalls auch Bogenschützen aufstellen kann und alles. Victory is ours. You better be ready. Ja, komm, deine geht platt. Jawohl. You won't get any pity or compassion from me. So, und wie wir es gesehen haben, hier gibt es anscheinend nur ein paar Dinge zu finden. Das können wir ja runterschmeißen. Und irgendwie unten haben wir was ausgelöst. Mal gucken, was passiert, da unten passiert ist. Wahrscheinlich haben wir den Felsen gerade Richtung Kriegsschiff fallen lassen. Im Optimalfall ist jetzt schon alles kaputt, ansonsten haben wir Pech und dann müssen wir erstmal danach noch etwas machen. So, jetzt müssen wir runter. Hier war doch irgendwas. Ne, jetzt nicht mehr? Okay. Ja, da oben war es. Und das ist durch die Brücke durchgeflogen. Und anscheinend geht es hier zum Richtung Kriegsschiff. Don't waste my time. Ich glaube, die hatten nur Dings als Schwäche.
Die hatten Erde als Schwäche. Bam! I wish I had power. So, da hat jemand... Ich glaube, das war Eisen. Genau, da hat sein Armband jetzt perfektioniert. Dann machen wir das andere. Und weiter geht's. Sehr schön. Victory is ours. Wenigstens arbeiten unsere Kollegen gut miteinander zusammen. Weil wir nicht alles alleine platt machen müssen. Ich kümmere mich auch immer erstmal um die Gespenster, weil aus der Erfahrung von Exorzisten kann ich schon sagen, dass die gefährliche Magienutzer sind. Die möchte ich eigentlich gerne nicht in meiner Gefahrenzone haben. Sehr schön. Come on, really? So muss das laufen. Ja, jetzt geht's hier runter anscheinend. How do you plan to stop the battleship? It's equipped with large cannons. The plan is to use their gunpowder against them. You're fighting the Reaper. Ja, indem wir einfach das Schießpulver auslösen, dadurch eine Explosion und Feuer auslösen. Ja. Und hoffentlich dann helfen soll. Das Schiff Platz machen. So, wenigstens geht das jetzt hier relativ angenehm vom Kämpfen her. Wird immer leichter auch unsere Seelen einzuteilen für Kombos. Ich habe auch den Eindruck, umso öfter wir sie benutzen, umso weniger Seelenenergie brauchen sie tatsächlich. Und natürlich auch unsere Kombos irgendwann vereinfachen wird. So, wie gesagt, erstmal diese Gespenster umlegen. Sehr schön. Your style is... I'll finish this now. Das war jetzt wunderschön. Auch noch die Gegner in der Luft vernichtet. Und dann weiter gefolgt mit einem weiteren Combo. We're finished here. Let's go. Oh, Gnadenblatt, okay. Eine neue Waffe. Für unseren lieben kleinen Nummer 2. Oh, da wartet jemand auf uns. Ein Exorzist. Einer von wenigen. An exorcist praetor? The docks are up ahead. Like it or not, we're coming through. Hey, wait! Are you intruders? I suppose it doesn't matter. I will cut down any who consort with demons. Face the fury of the Rangetsu sword style. Stand aside, Eisen. No, you stay back. I'll take care of this one. Sorry. This prey is mine. No escape! Get in my way. Ich glaube, es wäre auch passend, wenn ich jetzt unseren lieben Schwertkämpfer dazu benutze. Ah, da kann seinen Schwertern ein gewisses Element zugeben. Okay, das ist cool. Das ist echt cool. Ich gebe jetzt quasi
Ich weiß nur nicht, wie ich das mit dem Elementwechsel machen soll. Am Ende von der Combo oder am Anfang? Ich glaube, am Ende macht mehr Sinn. Mach mal hier Wasser, mach mal hier Feuer, dann machen wir Erde. Und da ist einfach egal, was wir machen. And I'll kill you too. Are you mocking the Reaper? Was sind das überhaupt für Viecher? Varaha? Die sehen auch ganz anders aus. Das sind halt sind auch keine Monster und auch keine Dämonen. Das sind irgendwelche Geister. Ah, ne, das sind einfach nur Elementangriffe, okay. Ich habe gedacht, er kann seine Waffe ein bestimmtes Element geben durch die Angriffe. Eine Art Buff sozusagen, aber habe ich nicht getäuscht. Woo, nice. We're running out of time. You folks handle the ship. Careful, Rokurou. He's... I know. He's holding back. Let's go. Where did you learn the Rangetsu-Stil? I studied directly under the legate Shigure of the Abbey. Lies. He'd never take on a student. Let me guess. He taught you a few things one time when he was super bored, and then crushed you with them. Oh, der kennt den Legat. Sphinx-Klingen indiziert. Aha. Fähigkeit, Ausrüstung bis zu 2 zufällige Fertigkeiten hinzuzufügen. Aha. Okay, cool. Is it done, Eisen? We're set. It also serves as a good signal for the Von Eltia. Tja, unser einer Gegner ist fertig. Well, that was about the saddest practice I've ever had. But at least I learned where he is. Mhm. Yo, the Abbey's my goal now too. Now I can do what I have to do and repay my debt at the same time. Clever. Is that your doing? What? Is there a problem? No. A fine companion for the Reaper. Waren gerade seine Hände da, wo auch seine Beine waren und sein Kopf auch? We have to find that key. Krass. Let's get to the control room. Between your sword style and that giant blade you shoulder, I wonder if you've got Rangetsu blood in you. I do. What of it? Have you heard the name Kushi-Yamada? I hear they're smiths with some connection to House Rangetsu. Yeah, they're a distant relation, a clan of kitchen knife makers. Why, are you interested in cooking? No, I just heard they were fine blades. Thought one would make a good gift. Don't. Kushi-Yamada knives are cursed. Hmm? The blades themselves are excellent, but they give whoever holds one the urge to strike out at anyone and everyone. I've heard they use the blood of women they love in making their blades, but the truth is a mystery. The clan died out after they all turned on each Ach du other. Scheiße. The blades were all supposed to be melted down into slag. Whew. I suppose that's why talk of them is hard to come by these days. Such is the fate of House Rangetsu. Or maybe it's just in our blood.
Sounds like there's even more to your clan than the rumors say. Better than there being less, I suppose. Ich glaube, die beiden würden sich gut verstehen, aber wow, schon sehr krass. Gut, um das Schiff haben wir uns also soweit gekümmert. Haben auch einen anderen Kämpfer des Rangetsu-Stils ja, zerschnitzelt, keine Ahnung, wie man das nennen sollte, zerschnitzelt und komisch zusammengefügt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, crazy. Wir haben viele verrückte Hauptcharaktere bei uns, ne? Also nicht deine typischen Hauptcharaktere zumindest. Wie es aussieht, ja, das Schiff jetzt leckgeschlagen und fängt an zu kippen. Nice. Ja, so kann man es auch machen. So, jetzt können wir uns aber wenigstens offiziell um den Kontrollraum kümmern. Würde aber auch mal sagen, wir machen an der Stelle auch mal einen Cut. Ja, ich laufe trotzdem noch bis dorthin. Und sehen uns dann beim nächsten Part von Tales of Berseria wieder und würden dann in den Kontrollraum gehen, uns den Schlüssel besorgen, um die Schleusentore zu öffnen. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.